Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hast du dich vielleicht schon mal mit einer bewussten Ernährung auseinandergesetzt? Wenn nicht, dann solltest du das vielleicht mal tun. Bewusstes Essen oder auch Mindful Eating bedeutet, dass man die Mahlzeit mit allen Sinnen wahrnimmt. Also man isst bewusst, man hört da auch etwas auf den Magen. Manchmal kann man zwischen Hunger und Appetit nicht unterscheiden. Bei einer bewussten Ernährung geht es nicht um eine Diät. Natürlich darf man alles essen. Es geht vielmehr darum, dass du aufhörst, wenn du genug hast, oder dass du erst dann isst, wenn dein Magen wirklich Nahrung braucht. Ich habe schon oft Sätze gehört, ich habe nur Pommes gegessen und bin hungrig, oder ein Burger, der war viel zu klein. Eigentlich brauche ich noch irgendwas. Das hat aber viel weniger mit hungrig sein zu tun, sondern eher mit Appetit. Dein Kopf oder dein Appetit sagt dir, ja, da geht noch was. Es gibt viele Nahrungsmittel, die den Appetit anregen. Ich finde, bei Pringles ist das immer extrem. Du isst ein Chip und du hast das Gefühl, du kannst nicht aufhören. Du musst die Box oder die Tüte leeren. Bei Chips generell, aber bei Pringles ist das enorm. Ob man wirklich hungrig ist, erkennt man meistens am Magenknurren. Ja, und wie viel Luft in der Magengegend ist. Also wenn du zum Beispiel tief einatmest, gluckert der Magen. Das ist ein gutes Zeichen und du spürst es auch in der Magengegend. Also wenn du etwas drückst, merkst du dann, es ist irgendwie komisch, so viel Luft in der Magengegend, und das ist immer ein gutes Zeichen für eine neue Mahlzeit, also dann, dass man wieder essen sollte oder demnächst wieder essen sollte. Alles andere ist in der Regel wirklich nur Appetit. Ich kann euch ein Beispiel nennen. Immer dann, wenn wir in den Urlaub fahren, wollen wir genießen. Wir wollen essen, was wir wollen, und trinken, was wir wollen, und das ist auch okay. Gerade die All-Inclusive-Urlauber, die von morgens bis abends essen, trinken, wie auch immer wollen. Ich habe selber welche in meiner Familie, die da extrem sind. Morgens gehst du zum Frühstück, mittags holst du dir dann Eis, nachmittags vielleicht ein Stück Kuchen, vielleicht zwischendurch noch eine Pizza am Strand und dann dein Abendessen, dann vielleicht noch ein Mitternachtssnack und 3 Cocktails oder wie auch immer, und dein Magen hat so viel zu tun, und denkt, wow, ey, was bekomme ich denn hier? Ich kann das gar nicht so schnell zersetzen. Und dann liegen wir meistens auf der Liege, fühlen uns nicht gut, weil wir uns überfressen haben, und fliegen mit 5 Kilo mehr nach Hause. Ich will das gar nicht negativ werten. Ich meine, Urlaub ist Urlaub. Aber eigentlich reicht uns vielleicht Frühstück, Mittag, Abendessen, ja, ein paar Cocktails. Es geht ja nicht um Verzicht. Natürlich kann man auch Eis essen, aber manchmal essen wir übertrieben viel, alles auf einmal. Alles hintereinander, weil wir denken, morgen gibt es das nicht mehr, außer wir fliegen wieder nach Hause, dann ja. Und vieles essen wir nicht bewusst, manchmal aus Langeweile, manchmal wegen Stress, manchmal wegen irgendetwas anderes. Ich habe mir angewöhnt, bewusster zu essen. Wenn ich zum Beispiel Eis essen will, dann esse ich das. Auch 3 Tage hintereinander, aber ich frage mich dann irgendwann, esse ich das Eis, weil ich der Meinung bin, dass ich das brauche, oder weil ich der Meinung bin, dass ich vielleicht Langeweile habe oder Stress habe. Im Prinzip brauche ich nicht täglich ein Eis essen. Ich brauche es nicht, definitiv nicht. Ich esse nur dann, wenn ich Hunger habe, wenn ich natürlich der Meinung bin, ich möchte trotzdem noch ein Eis oder so. Ich habe das Bedürfnis. Es ist keine Langeweile oder kein Stress, sondern wirklich mein Bedürfnis. Dann tue ich das auch. Wer achtsamer ist, fühlt sich auch schneller satt. Wenn ich meine Pommes innerhalb von 5 Minuten verschlinge, habe ich natürlich nicht das Gefühl, dass ich gesättigt bin. Aber wenn ich dann doch mir mehr Zeit gebe, kann ich das alles besser einschätzen, alles besser kontrollieren. Studien haben übrigens ergeben, dass eine bewusste Ernährung dir beim Abnehmen helfen kann. Wenn man langsamer ist, zum Beispiel, nimmt man die Sättigung auch besser wahr, und du kannst dann besser einschätzen, brauche ich noch mehr oder nicht. Aber klar, wenn man einfach nur verschlingt und der Meinung ist, ach guck mal, Kuchen sieht gut aus, kann man ja auch machen, und morgen mache ich das auch, übermorgen auch, und dann noch ein Eis und dann noch das, kommt nicht gut. Auch wenn es keine Diät ist, kann es trotzdem ein Gamechanger sein, denn du musst nicht viel mehr tun als aufhören, wenn du satt bist. Ja, und vielleicht hat es was mit Disziplin zu tun. Du musst deine Mahlzeit bewusster wahrnehmen. Aber eigentlich ist das einfach, oder? Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Man kann sich vor dem Essen fragen, was will ich essen? Worauf habe ich Lust? Was würde mein Körper gut tun? Wie groß ist mein Hunger? Und wo spüre ich meinen Hunger überhaupt? Und beim Essen sich mal fragen, bin ich schon satt? Spüre ich eine Sättigung? Ist mein Hunger noch so groß, oder
Schaffe ich die Portion? Ist die Portion nicht zu groß? Muss ich den Teller jetzt wirklich aufessen? Was rieche ich? Was sehe ich? Das klingt jetzt alles so komisch. Es hilft, alles besser einzuschätzen, und manchmal, wenn wir anfangen mit dem Essen, schmeckt das alles so gut. Und irgendwann merkst du, wenn sich der Geschmack verändert, merkst du, dass die Sättigung eintritt. Und eigentlich brauchen wir dann auch nicht mehr. Aber wir sehen die Portion und denken, naja, wir müssen das ja noch aufessen. Aber eigentlich sind wir fertig mit der Mahlzeit. Ich kann euch empfehlen, das mal auszuprobieren und nicht vor dem Fernseher oder nicht vor dem PC oder auch nicht mit Handy. Wirklich bewusst zu essen, ohne Digitalisierung. Lass dich mal auf deine Mahlzeit ein und schaue, wie viel du wirklich brauchst oder wie viel du wirklich essen musst. Das ist sehr interessant. Manchmal merkst du dann, dass du eigentlich gar nicht so viel brauchst, dass du vielleicht zu viel kochst für dich. Man spart vielleicht auch am Ende Geld, wenn man weiß, okay, ich kann davon 2 Tage essen und nicht nur 1 Tag. Hinterlasst mir gerne mal Feedback zu dem Thema. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das war's. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Bye bye.